Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu dieser sagenhaften, mythischen Wanderung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Als Startpunkt habe ich die Straße unter der Kirche in Frankenhain ausgewählt. Der Name passt, wie zu sehen ist, auch ausgesprochen gut, denn wir laufen tatsächlich unterhalb der Kirche los. Nach wenigen Schritten finden wir auch schon das erste Hinweisschild für die reichlich 6 Kilometer lange Tour, welche übrigens auch sehr gut und originell ausgeschildert ist. Dennoch stelle ich euch wie immer die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Doch genug geredet, machen wir uns auf den Weg zu dieser sagenhaften und mythischen Tour. Nach reichlich 300 Metern lassen wir auch den Asphalt hinter uns und wie ihr seht, Petrus tut heute früh alles, um unseren Weg richtig zu verzaubern und uns damit in die passende Stimmung zu versetzen. Nicht weit und diese an Rotkäppchen erinnernden Wegweiser, schließlich befinden wir uns im Rotkäppchenland, fordern uns zum Abbiegen nach links auf. Unmittelbar am Abzweig finden wir auch 2 höchst interessante Informationstafeln, welche ich euch jetzt natürlich nicht vorlesen werde. Nur so viel: Frankenhain hat eine höchst spannende Geschichte und die aus Frankreich flüchtigen Hugenotten spielen darin unter anderem eine große Rolle. Doch jetzt genießen wir zunächst den zauberhaften Morgen. Bis wir die nächste Infotafel finden. Sowohl auf der Tafel als auch auf unserer Rundtour spielt Wasser eine Rolle, doch später mehr dazu. Die Windräder kommen euch bekannt vor. Zu Recht, an denen sind wir im letzten Jahr vorbeigelaufen, als wir von Rommershausen ausgehend uns auf die Suche nach dem Meteoriten von Treysa begeben haben. Jetzt wird es spannend. Wir haben die Spur des Sträflings Johannes Ruland. Er war angeblich unschuldig des Mordes bezichtigt gefunden, nämlich diesen alten Wassergraben, mit dessen Hilfe er der Sage nach Wasser in die Treysaer Oberstadt gebracht haben soll. Dafür erhielt er seine Freiheit. Ihr kennt diese Geschichte bis jetzt nicht? Dann schaut euch unbedingt im Anschluss diesen Film an. Denn wir wollen jetzt ja laufen, und zwar auf und an dem alten Wasserlauf für die nächsten ca. 2 Kilometer. Ihr fragt euch, wie das Ganze wohl mit Wasser ausgesehen haben mag? Dafür kann ich euch eine Wanderung am Grünen Graben empfehlen. Dort ist noch alles im originalen Zustand zu erkunden. Leider müssen wir die idyllische Natur für ein kleines Stück verlassen und an der Straße laufen. Zu Beginn der 70er Jahre hielt man Straßenbau für den Fortschritt und offensichtlich interessierte es damals niemand, dass dafür in diesem Bereich der alte Wassergraben bedauerlicherweise komplett zerstört wurde. Aber weit müssen wir zum Glück an der Straße nicht gehen und dürfen noch etwa 200 Meter rechts nach unten abbiegen. Ins Tal des Katzbaches, welcher übrigens dereinst das Wassersystem speiste. Unten an der Wanderkiefer angekommen, ihr könnt es ja selbst lesen,
bieten sich noch weitere interessante Möglichkeiten zum Laufen. Wir wollten jedoch den Ruhlandpfad probieren, also geht's nach rechts durch das romantische Katzbachtal zurück in Richtung Frankenhain. Wem Laufen zu mühsam ist, der findet auch interessante Radwege, zum Beispiel auf der Münchhausenstraße. Dass es eine solche im Land der Märchen und der Gebrüder Grimm gibt, dürfte wohl niemand überraschen. Obendrein ist es gar nicht so weit für diejenigen, welche zu Fuß zum Kellerwaldturm laufen wollen. Diesen findet man nämlich bei Gilserberg und auf Wunsch stelle ich ihn euch demnächst auch gerne vor. Aber heute haben wir es nicht mehr weit zum Ziel und genießen den wunderschönen Frühlingstag. Noch die leichte Steigung hoch und wir erreichen wieder unseren Ausgangspunkt.